Das Pronomen es. Das Pronomen es kann erstens ein Stellvertreter für etwas sein, der Repräsentant für etwas sein. Es kann auch das sogenannte Scheinsubjekt bei unpersönlichen Verben sein und du musst es bei einigen bestimmten Ausdrücken anwenden. Wie und wann genau du es benutzen musst, das erkläre ich dir in dem heutigen Video. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Falls du also noch Grammatikprobleme hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und wir lösen die zusammen. Heute erkläre ich dir das Pronomen es. Mit diesem Pronomen haben viele Schüler, vor allem fortgeschrittene Schüler, große Probleme, weil sie nicht so genau wissen, brauche ich jetzt ein S hier, brauche ich kein S oder warum steht hier überhaupt ein S? Es kann in vielen unterschiedlichen Situationen angewendet werden, nämlich als Repräsentant und Stellvertreter. Das sind die zwei, die du wahrscheinlich schon am besten kennst. Zum Beispiel als Stellvertreter. Hast du schon Jahans neues Auto gesehen? Ja, es ist ein Ferrari. Also hier steht es für das Auto. Es ist also der Stellvertreter für ein Nomen. Du kennst es sicher auch in dem festen Ausdruck, wie geht es dir? Hier muss das es hinein, weil sonst kein Subjekt da wäre. Es ist ein fester Ausdruck, aber gleichzeitig auch ein Scheinsubjekt. Wie genau es funktioniert, das erkläre ich dir jetzt anhand vieler Beispiele mit der Hilfe von meinem E-Book. Als erstes die Verwendung von es als Stellvertreter, also immer als Ersatz. Als erstes kann man es als Ersatz für ein neutrales Nomen einsetzen. Das ist die einfachste Variante, nämlich als Personalpronomen. Das Auto ist rot, es ist ein Ferrari. Hier ist es das Personalpronomen für das Auto und man benutzt es einfach, um das Nomen Auto nicht zu wiederholen. Das ist die Variante, die du wahrscheinlich kennst und die relativ einfach ist. Außerdem benutzt du es als Ersatz für einen ganzen Satz oder Situation. Was macht unsere Tochter? Ich weiß es nicht. Hier steht es an der Stelle des kompletten Satzes, denn du möchtest nicht die komplette Frage wiederholen. Ich weiß nicht, was unsere Tochter macht. Einfach, um Wiederholung zu vermeiden. Dasselbe gilt hier beim Ersatz für ein Adjektiv. Meine Mutter ist sehr jung, deine ist es nicht. Achtung, hier haben wir es als Ersatz für ein Adjektiv stehen. Es ist wieder die Situation hier gemeint, aber hier mit Bezug auf das konkrete Adjektiv. Diese Variante wird nicht ganz so häufig benutzt, aber dient immer demselben Zweck, nicht so häufig Wörter zu wiederholen. Du könntest hier auch sagen, deine ist nicht jung. Aber mit es klingt das besser, weil es sonst eine Wiederholung ist. Natürlich könntest du auch sagen, deine ist alt. Aber das wäre dann wieder etwas anderes. Grundsätzlich kannst du es aber auch als Ersatz für einen Satzteil benutzen. Hier ersetzt es dann immer eine Handlung. Maria, du solltest doch das Geschirr abwaschen. Warum hast du es noch nicht gemacht? Hier wird es als Ersatz für das Geschirr abwaschen benutzt, denn du könntest auch sagen, warum hast du das Geschirr noch nicht abgewaschen? Aber auch das wäre wieder eine Wiederholung. Maria, du solltest das Geschirr abwaschen. Warum hast du das Geschirr noch nicht abgewaschen? Hier geht es um eine Verkürzung des Satzes und dadurch wird es auch einfach einfacher und Satzteile, Adjektive und ganze Sätze haben kein Geschlecht, also kein Genus, dementsprechend kann es nur es sein und nicht er oder sie.
Deswegen S wird immer als Ersatz für alles benutzt, was keinen Genus hat. Aber S kann nicht nur ersetzen, sondern auch repräsentieren. Ein Beispiel dafür: Es tut mir leid, dass ich gestern nicht da war. Hier bezieht sich der Nebensatz auf das Subjekt des Hauptsatzes. Weil der Hauptsatz sich aber auf die Situation im Nebensatz bezieht, gibt es sozusagen kein wirkliches Subjekt im Hauptsatz hier und es steht da einfach als Repräsentant des Nebensatzes da, weil du den Hauptsatz als erstes nutzt. Wenn du das umgedreht machst, dann brauchst du das S nicht. Dass ich gestern nicht da war, tut mir leid. Hier kein S. Du brauchst es nicht, weil der Nebensatz, die eigentliche Situation, um die es geht, davor steht. Aber wenn du den Hauptsatz als erstes stellst, braucht der Hauptsatz natürlich ein Subjekt. Und wenn wir kein Subjekt haben, nimmst du immer S als Repräsentant des Subjekts, was hier der Nebensatz ist. Du kannst das bei folgenden Nebensatzkonstruktionen einsetzen, beziehungsweise du musst es sogar machen, wenn der Hauptsatz vor dem Nebensatz steht. Beim Das-Satz: Es tut mir leid, dass ich gestern nicht da war, wie oben schon besprochen. Auch bei indirekten Fragen: Es ist fraglich, ob er kommt, oder ob er kommt, ist fraglich. Und auch bei Infinitivsätzen, also dem Infinitiv mit zu: Es ist leicht, Deutsch zu lernen, oder Deutsch zu lernen ist leicht. Also hier, wenn sich der Hauptsatz auf den Nebensatz bezieht, kommt das S als Platzhalter Repräsentant für das eigentliche Subjekt, die Situation hin, weil du einfach kein Subjekt hast. Außerdem kannst du es auch noch bei unpersönlichen Verben einsetzen. Hier ist das Ganze, das bezieht sich auf Verben, die nur in der dritten Person benutzt werden können. Auch hier musst du immer zwingend es benutzen, denn es bezieht sich hier nicht auf eine konkrete Person oder einen Gegenstand, sondern immer auf eine Situation. Und das sind zum Beispiel alle Verben zum Befinden und zu Sinneseindrücken. Wie geht es dir? Es schmeckt mir nicht. Es stinkt hier. Hier bei wie geht es dir brauchen wir ein Subjekt im Satz und es gibt hier einfach keins, denn das Subjekt ist deine allgemeine Situation, dein Befinden. Das kann man nur mit es beschreiben. Im zweiten Beispiel: Es schmeckt mir nicht. Hier könnte man es durch dein Gericht austauschen, also zum Beispiel die Kartoffelsuppe schmeckt mir nicht. Aber du kannst es auch allgemein sagen: Das Essen, alles hier schmeckt mir nicht. Und es stinkt hier, wenn du weißt, was stinkt, kannst du das natürlich benutzen, wie zum Beispiel die Toilette stinkt. Aber wenn du nicht weißt, wo der Geruch herkommt, dann musst du es benutzen, einfach weil du nicht weißt, was das Subjekt ist und dementsprechend kannst du nicht sagen, ob es maskulin, feminin oder neutral ist. Und das bedeutet, du kennst das Subjekt nicht und dementsprechend musst du es als Platzhalter benutzen. Dasselbe gilt für Verben, die das Wetter beschreiben. Auch hier gibt es nicht wirklich ein Subjekt außer das Wetter, das Klima im Allgemeinen. Es regnet, es schneit. Es ist sonnig, neblig, windig, warm, kalt. Es sind 12 Grad. Bedenke hier, Subjekt bedeutet immer eine handelnde Person. Hier gibt es niemanden, der handelt. Es ist einfach das, was gerade passiert oder ein Status. Und auch hier können wir keinen Genus, kein Geschlecht bestimmen. Dementsprechend brauchen wir es als auch sogenanntes Scheinsubjekt, da wir keine handelnde Person hier haben und auch sonst kein Subjekt festlegen können. Dann benutzen wir immer es, wenn es kein Subjekt gibt. Es gibt auch kein Subjekt bei Tages- und Jahreszeiten. Es ist 12 Uhr, es ist noch sehr früh, es ist Sommer, Winter, Herbst und so weiter. Hier
gibt es kein Subjekt und dementsprechend musst du es benutzen, denn der grammatikalische Satz braucht zwingend ein Subjekt, auch wenn es keins wirklich gibt. Zusätzlich verwendest du es auch bei allen Verben, die Geräusche ausdrücken. Es klingelt an der Tür. Es läuten die Glocken. Hier zwischen diesen zwei Sätzen gibt es einen kleinen Unterschied. Wenn nämlich klar ist, wer das Geräusch verursacht, muss es nicht zwingend genutzt werden. Die Glocken läuten in der Kirche. Funktioniert genauso wie es läuten die Glocken in der Kirche. Der Unterschied besteht einfach, wenn du die Glocken nicht hiervon hinsetzt, musst du es benutzen, denn dann beschreibst du wieder die gesamte Situation mit dem es. Einfacher ist aber natürlich diese Variante. Die zweite hier solltest du verstehen, denn mit allen Verben, die Geräusche ausdrücken, kannst du es benutzen, musst du aber nicht, wenn du das Subjekt kennst. Bei dieser Variante hier, wir kennen das Subjekt wieder nicht, wir wissen nicht, wer an der Tür klingelt und dann ganz automatisch, wie hier oben beschrieben, es. Wir kennen das Subjekt nicht, wir wissen nicht, wer oder was das Subjekt ist, dann es. Dasselbe trifft auch in bestimmten Ausdrücken zu. Also es gibt einfach feste Wendungen und Ausdrücke, die müssen mit es benutzt werden. Es gibt nichts Neues. Das bezieht sich auch auf die Situation. Dementsprechend, wir können einer Situation kein Geschlecht zuweisen, dementsprechend benutzen wir es. Es ist schwierig, leicht, einfach, schön. Auch hier kein Subjekt oder kein bestimmbares Geschlecht, deswegen es. Wo tut es weh? Auch das sind feste Ausdrücke mit es und es bezieht sich auf die allgemeine Situation oder etwas, also ein unbekanntes oder nicht genau bestimmbares Subjekt. Es ist nicht immer ganz einfach, aber glaub mir, Übung macht den Meister. Je mehr du Deutsch versuchst zu sprechen, je mehr du übst, umso besser wirst du werden. Damit du das gerade Gelernte noch besser anwenden, trainieren kannst, habe ich dir in meiner Grammatikakademie auch Übungen genau zu diesem Thema erstellt. Das sind mehrere Seiten, wo du die Benutzung von es trainieren kannst. In meiner Grammatikakademie findest du zusätzlich auch das E-Book, was ich hier für diese Lektion benutzt habe, zusammen mit all meinen anderen E-Books. Also mehr als 120 Lektionen auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise erklärt und als PDF ausdruckbar und auch auf jedem Smartphone, Tablet oder Computer benutzbar. Zusätzlich bekommst du hunderte Seiten von Übungen aus meinen E-Books zu allen Grammatikthemen und auch ganz spezielle Übungen, die zu jedem einzelnen Video, was ich bei YouTube hochlade, hinzugefügt wurden, einfach damit du die Grammatik anwenden kannst und somit das Ganze trainieren kannst, bis du wirklich perfekt bist. Genau dabei möchte ich dir mit meiner Easy Deutsch Grammatik Akademie helfen und deswegen würde ich mich freuen, wenn du noch heute Mitglied in meiner Akademie wirst und dann sehen wir uns vielleicht auch gleich wieder im Inneren, im Mitgliederbereich meiner Akademie, wo du das ganze Bonusmaterial studierst, was ich dir als Mitglied meiner Akademie zur Verfügung stelle. Also, bis gleich.